Servus und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, was Spannendes ist eingetroffen. Ich habe von O2 zum Testen für einen Monat ein neues Smartphone bekommen und gleich noch ein kleines Spaß-Gadget mit on top. Das Spaß-Gadget werde ich jetzt hier nicht vorstellen, aber das wäre hier diese Kodak Camera, die eben in einen dieser Farbvariationen da gekommen ist, wo man nicht weiß, was man genau kriegt und eben mit so ein paar, ja, nicht wirklich guten Specs, für mich zumindest als doch eher professionell fotografierender 1,6 Megapixel. Wie gesagt, darum geht's heute nicht. Fand ich aber sehr witzig, dass es mir mitgeschickt haben. Da werde ich nur mal einen kleinen Bericht bei O2 mit reinschreiben, wie das Teil denn so ist. Ob die 1,6 Megapixel Kartoffelkamera irgendwas bringt oder ob man es einfach bleiben lassen kann. Ich meine, das ist nur so ein Keychain-Anhänger. Heute geht's um das Xiaomi 17 Ultra in der Farbe Schwarz, 16 GB RAM und 512 GB ROM. Das habe ich bekommen, brandneu, noch verpackt, und heute geht's ums Unboxing des Geräts. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil wir einfach hier ein geiles Kamerasetup mal wieder dabei haben. Ich war ja entgegen vieler anderer Reviewer bei YouTube schon vom Xiaomi 15 Ultra sehr begeistert, auch im Vergleich zum Vivo X200 Ultra damals. Mir taugt halt persönlich einfach eine 35mm Hauptkamera nicht ganz so gut wie eine 24. Also ich brauche es etwas weitwinkliger lieber und öfter als jetzt so dieses Porträt 35mm optische. Und ja, ihr habt hier beim Xiaomi 17 Ultra halt auch geile Kameras wieder an Bord und einen der ersten optischen Zooms, mit Ausnahme von Sony Xperia, die haben das ja auch schon mit verbaut, aber mit einem kleineren Sensor dahinter. Ich würde sagen, wir fangen an, ganz kurz noch ein paar Infos und dann geht's ab mit dem Unboxing. Viel Spaß und bis gleich. Damit willkommen zurück, und ich will euch in erster Instanz mal ein bisschen verdeutlichen, was ihr denn hier für Brennweiten beim Xiaomi 17 Ultra bekommt. Das ist nämlich tatsächlich nicht ganz ohne. Ja, das Oppo Find X9 Ultra kommt auch noch. Das habe ich übrigens schon pre-ordert. Ich bin mal gespannt, wann es dann nächste Woche, am 21. soll es ja quasi bestellbar sein, aber wann es dann eben verschickt wird. Das wird auch ein super spannender Kandidat. Den werde ich auf jeden Fall auch gegen das Xiaomi 17 Ultra hier antreten lassen. Und es hat auch noch eine Linse mehr, dafür halt keinen optischen Zoom. Dafür 10-fach Linse mit an Bord, und da bin ich auch wirklich super gespannt drauf. Wie gesagt, heute Xiaomi 17 Ultra, und wir fangen mal an mit den Brennweiten. Wir haben nämlich einmal ein 14mm dabei, das wäre quasi so ein Objektiv hier bei einer Profikamera. Natürlich Bildqualität eine andere Geschichte, aber einfach nur mal, damit ihr es mal seht, was ihr da in der Hosentasche dabei habt. Dann haben wir ein 23mm. Das wäre jetzt hier so die Brennweite ungefähr, die ich eingestellt habe. Das ist jetzt ein Zoom. Ist natürlich Festbrennweite beim Xiaomi. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Kamera, also Smartphone in dem Sinne, und ein 70 bis 100mm. Also das ist so der Spielraum, den wir hier haben bei dem Ganzen. Also es ist wirklich, ich sag mal, ordentlich was mit an Bord. Und das will ich euch jetzt natürlich dann auf jeden Fall mal zeigen, auch entsprechend, was wir wieder für Modi haben. Ich habe eine Fotografie Masterclass mit dem Xiaomi 15 Ultra gemacht. Das verlinke ich euch gerne mal im Abspann auch mit. Und hier oben, da könnt ihr mal reinschauen. Wenn ihr Fotografieren mit dem Smartphone besser lernen wollt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall reinziehen. Da habe ich eben auch mal die Basics so mit erklärt und wie man halt bessere Bilder beim Makro etc. macht. Um das Ganze dann bei den Tests auf die Spitze zu treiben, werde ich auch noch meinen SmallRig Kamera Cage für Smartphones mitnutzen. Der hat auch hier einen Bluetooth-Fernauslöser, super praktisch auch, wenn man Makros macht, gerade bei anfliegenden Bienen, Insekten etc. Mit Stativ entsprechend. Ich verlinke euch das ganze Zeug mal unten mit in der Videobeschreibung, dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, gerne über meinen Affiliate-Link bestellen. Es gibt mir dann wieder ein paar Cent und ich kann wieder Zeug für euch kaufen, testen und so weiter. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch an. Wir gehen in den Top-Down und packen das Ganze hier mal aus. So, da ist das gute Stück, das Xiaomi 17 Ultra. Wir drehen es mal um. Wie gesagt, es ist die 512 GB Variante in Schwarz.
und hier noch komplett original versiegelt. Dann durchtrennen wir die ganzen Teile mal und dann lassen wir das Ganze mal runterfallen. So, und dann ziehen wir das hier mal hoch und schauen mal, was hier drunter ist. Natürlich das Smartphone, dazu kommen wir gleich noch. Zubehör geht quasi schon fast von selbst auf. Wir haben hier wieder ein klares Case mit dabei. Das Energy Label, was keiner braucht, aber ist halt mittlerweile mit dabei. Ja, also es ist ein Hardcase. Ich habe jetzt gedacht, das ist eher so weicher. Hardcase fühlt sich aber gar nicht schlecht an, wobei die Buttons, ja gut, werde ich mal ausprobieren. Wie gesagt, Case mit dabei, finde ich gut. Ansonsten haben wir hier noch ein USB-A auf USB-C Kabel, also nichts Besonderes. Papierkram und wie gesagt hier das Energy Label, A-Label. Falls es jemanden interessiert, ich zeige es hier mal. IP68, Staub- und Wasser geschützt, das ist schon mal gut. Ich habe es bei meinem Trifold-Video ja mal erwähnt gehabt. Das hat eine IP48-Zertifizierung, was eigentlich ein totaler Quatsch ist. Die 8 nicht, aber die 4. Also da kommt trotzdem mal Staub rein. Anderes Thema. So. Dann kommen wir jetzt hier zum Xiaomi 17 Ultra. Ich hebe das mal hier hoch. Hier haben wir noch ein paar Eckdaten mit am Start. Eine Leica 1 Zoll Hauptkamera, was ich super geil finde. 1 Zoll ist immer noch für mich der absolute Favorit, gerade wenn man schönes weiches Bokeh haben will im Hintergrund oder bei Porträts. Super gut. Natürlich bei Porträts wäre 35 mm wieder besser, à la Vivo X300 oder X200 Ultra, aber ich habe es ja schon kurz erwähnt, für mich sind 24 oder in dem Fall 23 mm die bessere Alternative. Dann ein 75 bis 100 mm Telephoto-Objektiv, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, ein 6,9 Zoll Dynamic Display, AMOLED oder OLED Display eben 1 bis 120 Hertz, 6000 mAh Akku, der ist in China, soweit ich weiß, wieder größer. Das ist halt wieder so ein EU-Ding. Ich blende es euch mal ein, wie viel der in China hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube auf jeden Fall mehr. Aber sehr geil, 90 Watt Hypercharge, also per Kabel, 50 Watt Wireless Hypercharge und Xiaomi HyperOS in der Version 3.0 aktuell mit an Bord. So schaut das Teil dann aus. Wir legen mal die Box auf die Seite und werden das jetzt hier mal dewrappen. So. Ja, dann ziehen wir hier gleich mal noch den Sticker mit ab. Okay. Das sieht super clean aus. Also gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich meine, ich war ja der Fan beim Xiaomi 15 Ultra von dieser veganen Leder- oder Kunstleder-Variante. Einfach deshalb, weil das schön rutschfest ist. Aber ich mag das Design hier auch sehr gern. Also ich muss sagen, sorry, jetzt wenn ich so die Front sehe. Ich zeig's euch mal hier. Ja, schön in das Licht rein. Also es sieht, finde ich, aus wie ein iPhone. Also von der Form, oder täusche ich mich da? Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr denkt. Aber an sich gefällt mir dieses dunkle, matte Grau richtig, richtig gut. Über den Kamerabump, da lässt sich ja wie jedes Jahr streiten. Ich mag halt sowas hier überhaupt nicht. Ja, dieses Querbalken, Gewibbel, Gewabbel-Ding da dann am Tisch, finde ich absolut furchtbar. Also ich mag lieber sowas. Das erinnert mich halt einfach immer dann an sowas. Von daher auch alles rund. Die Kameras sind eh groß. Das ist mir prinzipiell dann egal. Also lieber sowas und geile Kameras an Bord, als irgendwie dann so einen riesen Kübel mitschleppen, wenn man es jetzt nicht professionell betreibt. Aber ja, also schaut richtig schick aus. Auch hier der Rahmen in diesen mattgrau gehalten. Unten auch schön, schön sauber. Die Kanten wirklich super gut. Die Buttons, ja, haben wirklich guten Druckpunkt, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich mag das irgendwie auch, dass die jetzt diesen
leiser, lauter Button so klein gemacht haben. Ich weiß nicht wieso, aber gefällt mir irgendwie besser als diese länglicheren Teile oder diese verbundenen. Coole Geschichte. Fingerabdruck-Check. Schaut ganz gut aus. MagSafe, soweit ich weiß, nicht an Bord. Nee. Leider nicht. Leider wieder mal nicht an Bord. Das finde ich immer wirklich ultra schade. Also das heißt wieder nur mit einem Case. Wirklich nutzbar. Ich habe halt auch im Auto so eine Halterung bei meiner Freundin und auch ehrlich gesagt ein paar so Ladegeräte eben, die per MagSafe dann halten. Verlinke ich euch gerne auch mal mit noch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wir haben hier nicht die Leica Edition, das heißt, der Ring ist hier nicht drehbar und da können wir auch nichts machen, wobei ich da ehrlich gesagt eh nicht so ganz der Fan, glaube ich, davon bin, weil dann toucht man hier mal am Objektiv rum. Da mag ich halt diesen Slider oder hier einen Touch-Button lieber als hier im Objektiv. Ja, meine Meinung, ich meine natürlich bei den Profikameras, da schraubt man immer am Objektiv, blöd gesagt, rum, aber da ist es halt auch was anderes. Da hält man das Ding halt auch so, aber so kannst du das Teil ja nicht halten. Nein. So ist es. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Packungsinhalt ist okay. Wir haben halt wieder nicht diesen super Hyper Fast Charging Ladeadapter dabei. Den muss man wieder extra kaufen, damit man irgendwie die 90 Watt erreicht. Ja, das finde ich halt auch irgendwie mittlerweile schade. Und ja, ist aber so bei den allermeisten Herstellern mittlerweile. Wir schalten das Ding mal an. Da kommt das klassische Mi Powered by Android Logo. Dann Xiaomi HyperOS, wie erwähnt, ist im Normalfall die HyperOS Version 3. Die habe ich auch auf meinen beiden Tablets, die ich hier für die Kameras nutze, auch mit drauf. Dann gucken wir mal, wir klicken uns einmal schnell durch. Dann kann ich euch mal kurz zeigen, was hier drauf ist. So, das überspringen wir. SIM-Karte haben wir jetzt auch noch nicht drin. eSIM ist natürlich hier mit an Bord bei der normalen EU-Version, bei der China-Version nicht. Wenn ihr die China-Version kauft, die ist halt deutlich günstiger, kann ich euch mal bei Trading Shenzhen noch einen Link mit reinklatschen. Dann bräuchtet ihr sowas hier in der Art, das habe ich auch schon mal kurz vorgestellt, diese iClub SIM kostet 20 Euro, ist eine normale SIM-Karte, die legt ihr ein ins Smartphone und dann habt ihr eine App, da könnt ihr eSIMs installieren, bis zu 15 Stück und könnt dann auswählen, welche gerade aktiv sein soll und ist halt wirklich super praktisch. Also auch wenn ihr vielleicht schon eine eSIM drin habt und noch eine zweite wollt, könnt ihr das auch nutzen übrigens. So, das überspringen wir auch mal kurz, das überspringen wir auch. Das akzeptieren wir mal. Da gehen wir einfach mal weiter. So, Schrift und so weiter. Wir wollen die App-Übersicht haben. Ich mag nicht dieses iPhone-Design, wo man da alle Apps auf dem Homescreen hat. Die Gesten natürlich. Layout beim App-Drawer. Mag ich horizontal, glaube ich, lieber. Also man hat wirklich mittlerweile echt viele Einstellungsmöglichkeiten, auch bei HyperOS, muss ich sagen. Wo ich aber wirklich auch gespannt bin, und das habe ich beim Xiaomi 15 Ultra bemängelt, das war so ein bisschen die Akkulaufzeit. Die haben ja wirklich große Akkus drin und trotzdem eine relativ schlechte Akkulaufzeit gehabt. Also ich habe da manchmal nachmittags schon nachladen müssen oder zumindest am frühen Abend. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen die Krux, ja. Wie gut ist das System auf die Hardware abgestimmt? Wie gut verbraucht das System Akku oder spart Akku in dem Fall? Und ja, da ist HyperOS 2 zumindest nicht so optimal gewesen. Mal schauen, wie es beim 3er jetzt dann sein wird. So, wir sind am Homescreen und schauen mal ganz kurz in die Einstellungen rein. Und genau, hier haben wir HyperOS 3.0.7.0. Das ist auch das, was ich auf meinen Pocopads hier drauf habe. Und das war's. Ich werde es jetzt auf jeden Fall mal einrichten und dann mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen mal noch ganz kurz in die Kamera-App rein. Haben wir hier so eine Animation. Leica-Kamera mit 200 Megapixel Sensor und stufenlosen optischen Zoom. Das ist eben das, was ich auch erwähnt habe, dass ihr optischen Zoom habt, den ihr da nutzen könnt. Und das ist wirklich ein geiles Feature. So, da gehen wir mal durch.
Und dann schauen wir mal ganz kurz. Wir haben hier dieses 3,2 bis 4,3. Mir wären da die Millimeter mal lieber. Die zeigt er mir aber so dann an. Und dann kann man hier zoomen. Und das sind 4,3 und 3,2. Ich werde jetzt aber mal noch wirklich ausführlich zeigen, auch wie viel das wirklich bringt und so weiter. Es ist jetzt nicht der mega Zoom-Sprung, sage ich mal. Aber ihr habt halt eben zwischen 3,2 und 4,3 einfach eine optische Verschiebung. Das trägt einfach dazu bei, dass die Bildqualität natürlich deutlich besser sein sollte, als jetzt zum Beispiel bei einem Digitalzoom. Ob das wirklich deutlich besser ist und ob sich das auch wirklich gegen das Xiaomi 15 Ultra behaupten kann, das hat meine Freundin noch im Einsatz. Da werde ich es auf jeden Fall mal dagegen testen. Das werden wir sehen. Wenn denn auch innerhalb dieses einen Monats mein Oppo Find X9 Ultra ankommt, dann werde ich es auch dagegen mal ankämpfen lassen. Ich bin wirklich gespannt, was Leica zusammen mit Xiaomi da wieder hingebracht hat. Wie gesagt, letztes Jahr war ich echt begeistert. Ich habe jetzt mal gute und auch nicht ganz so gute Reviews gesehen. Mal schauen, wie es bei mir so ausschaut. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.